und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir einen JTL-Konnektor einrichten, um JTL-Wavi mit einem Presta-Shop zu verbinden. Das Video richtet sich an erfahrene Benutzer, da wir mit einem FTP-Client Dateien hochladen und verändern müssen. JTL-Wavi ist in unserem Fall schon länger im Einsatz und ist daher schon mit Artikeln befüllt. Unser Presta hingegen ist frisch aufgesetzt und wir möchten ihn von Anfang an mit JTL-Wavi in Betrieb nehmen. Als erfahrener Nutzer von JTL-Wavi haben wir durch den JTL-Konnektor einen entscheidenden Vorteil. Wir müssen uns nicht in die Funktionsweise von Presta einarbeiten, um unsere täglichen Arbeiten auszuführen. Als erstes loggen wir uns ins JTL-Kundencenter ein und gehen dort auf den Menüpunkt Lizenzen. Hier wählen wir den Punkt JTL-Konnektor aus. Hier wählen wir einen Konnektor aus und klicken auf Testen. Dann gehen wir auf Aktion, Webshop-URL ändern. Hier tragen wir jetzt die URL unseres Shops ein. Nach einem Klick auf Ändern ist die Domain eingetragen und mit einem Klick auf Zurück kommen wir wieder zurück zur Lizenzverwaltung. Wir müssen noch den Konnektor herunterladen. Das machen wir unter Aktion Download. Damit laden wir ein .zip-Archiv herunter, in dem sich der Konnektor befindet. Oben befindet sich unser Wavi-Lizenzschlüssel. Diesen Lizenzschlüssel müssen wir uns notieren. Wir brauchen ihn später für die Einrichtung von JTL-Wavi. Um den Konnektor auf unseren Webspace zu laden, verbinden wir uns mit einem FTP-Client. In diesem Video benutzen wir FileZilla, aber jedes andere FTP-Programm funktioniert natürlich auch. Wir wechseln als erstes in das Verzeichnis Modules von unserem Shop. Wir laden den Konnektor, den wir eben aus dem Kundencenter heruntergeladen haben, ins Modules-Verzeichnis vom Presta-Shop hoch. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die .zip-Datei hochladen müssen. Die .zip-Datei muss entpackt werden und der darin enthaltene Ordner JTL-Konnektor muss hochgeladen werden. Dann wechseln wir in das Verzeichnis vom Konnektor. Im Konnektor müssen wir noch die Schreibrechte für die Verzeichnisse db und logs auf 777 setzen. Jetzt sind wir mit dem FTP-Teil der Einrichtung fertig. Als nächstes wechseln wir in den Admin-Bereich vom Presta. Nachdem wir den Konnektor hochgeladen haben, müssen wir noch ein paar Einstellungen im Admin-Bereich vornehmen. Als erstes löschen wir die Testartikel, die Presta nach einer Neuinstallation standardmäßig anlegt. Dafür wechseln wir zu Katalog und markieren und löschen alle Artikel. Hinweis: Es müssen nur die Testdaten gelöscht werden. Falls Sie schon bestehende produktive Daten im Presta haben, müssen diese Daten nicht gelöscht werden. Auch die Kategorien müssen wir aufräumen und auch hier gilt, dass wir nur die Testdaten löschen müssen. Als nächstes aktivieren wir die SEO-URLs im Shop. Das ist nicht zwingend notwendig, aber erfahrungsgemäß sind SEO-URLs immer vorzuziehen. Das machen wir unter Voreinstellungen, SEO und URLs. Hier scrollen wir etwas herunter und aktivieren die Einstellung Benutzerfreundliche URL. Dann speichern wir die Einstellung. Als nächstes richten wir den Konnektor als Modul im Admin-Bereich ein. Dafür wechseln wir zu Module und suchen das Modul JTL-Konnektor aus und klicken auf Installieren. Wir bestätigen die Installation und jetzt öffnet sich das Konnektor-Modul. Hier notieren wir uns die URL und das Passwort für den Konnektor. Wir brauchen beides später bei der Einrichtung in JTL-Wavi. Wir klicken auf Speichern und damit ist die shopseitige Konfiguration des Konnektors abgeschlossen. Jetzt richten wir den Konnektor in JTL-Wavi ein. Dafür tragen wir als erstes den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter am Anfang ein. Das machen wir unter Hilfe Lizenzen, Lizenzverwaltung. Hier tragen wir nun den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter ein und klicken anschließend auf Bestätigen. Alle aktiven Lizenzen, darunter auch unsere Konnektor-Lizenz, werden jetzt aufgelistet und wir klicken auf Beenden. Jetzt müssen wir noch den Konnektor mit JTL-Wavi verbinden. Dafür wechseln wir zu Webshop, Webshop-Einstellungen.
Wir klicken auf Hinzufügen, um einen Webshop anzulegen. Wir vergeben zunächst einen sinnvollen Namen für den Shop. Dann tragen wir die Webshop-URL aus dem Shop-Backend ein. Hier müssen wir genau die URL eintragen, die im Backend vom Shop drin stand. Unter Passwort tragen wir das Passwort aus dem Backend ein. Das Feld Benutzername lassen wir frei. Wenn wir jetzt auf Testen, Lizenz aktivieren klicken, erhalten wir eine positive Rückmeldung und JTL Wavi kann eine Verbindung zum Presta herstellen. Jetzt öffnet sich die Wavi-seitige Konnektor-Konfiguration. Auf der linken Seite werden die Kundengruppen gemappt. Jeder Kundengruppe im Shop muss genau eine Kundengruppe innerhalb der Wavi zugeordnet werden. Zu jeder Kundengruppe innerhalb des Shops muss es also ein Gegenstück in der Wavi geben. Aber nicht zu jeder Kundengruppe in JTL Wavi muss es ein Gegenstück im Shop geben. Die Zuweisung machen wir mit einem Doppelklick und wählen dann aus dem Dropdown die Kundengruppe der Wavi aus, die der Shop-Kundengruppe auf der linken Seite jeweils zugeordnet werden soll. Unten finden wir einen Button, mit dem wir bei Bedarf die Kundengruppenverwaltung von JTL Wavi öffnen können, um neue Kundengruppen anzulegen. Im mittleren Block legen wir fest, welche Daten bei einem Webshop-Abgleich zwischen Wavi und Shop übertragen werden sollen. Unser Presta ist in diesem Video zwar frisch aufgesetzt, aber da wir in Zukunft produktiv mit dem Konnektor arbeiten, möchten wir Artikel und Kategorien immer aus dem Shop abholen. Die Checkbox „Vorhandene Artikel aktualisieren“ regelt den Umgang mit Artikeln, die im Shop angelegt sind, deren Artikelnummern aber schon in JTL Wavi vergeben sind. Ist die Option aktiviert, werden die Wavi-Artikel auf Basis der Shop-Artikel aktualisiert. Ist die Option deaktiviert, werden die Shop-Artikel mit den bestehenden Wavi-Artikeln verknüpft und beim nächsten Abgleich unter Federführung der Wavi überschrieben. In Zukunft möchten wir auch Aufträge und Kunden vom Shop abholen. Daher aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Damit die Artikeldaten im Shop immer synchron mit denen der Wavi sind, setzen wir den Haken „Daten zum Webshop senden“ und wählen Artikel komplett. Auch die Bilder möchten wir synchron halten. Daher aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Dafür möchten wir auch Bilder, die wir in JTL Wavi löschen, aus dem Shop löschen. Hersteller möchten wir nur zum Shop senden, wenn Artikel online sind, die den Herstellern zugeordnet sind. Also aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Auf der rechten Seite sehen wir die im Shop und in JTL Wavi eingerichteten Steuersätze. JTL Wavi kontrolliert, ob für jeden Steuersatz aus dem Shop ein passender in JTL Wavi hinterlegt ist. Im Reiter Synchronisierungsoptionen sehen wir eine Übersicht über alle Daten, die zwischen Konnektor und Shop übertragen werden können. Wenn Sie genau einsehen möchten, welche Daten übertragen werden und welche nicht, können Sie das hier jederzeit machen. Im Reiter Funktion können wir jederzeit einsehen, welche Funktionen mit dem Konnektor unterstützt werden und welche nicht. Im Reiter Zurücksetzen können wir das Mapping zwischen Konnektor und JTL Wavi resetten. Wenn wir diesen Button drücken, werden alle Bestellungen, Kunden und Artikel vom Shop erneut abgeholt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn wir ein Backup in JTL Wavi einspielen mussten und die Bestellungen erneut abholen müssen. Im Reiter Übertragungsparameter finden wir Einstellungen für die Kommunikation zwischen Wavi und Shop. Diese Einstellungen sollten nur von erfahrenen Benutzern angepasst werden. Hier können Paketaufbau und Größe beim Abgleich genau eingestellt werden. Wir speichern die Konfiguration und erhalten die Meldung, dass der Konnektor jetzt fertig eingerichtet ist. JTL Wavi ist ab jetzt das federführende Element und Änderungen im Shop sollten nur noch mit JTL Wavi gemacht werden. Zum Beispiel Preis- oder Bestandsanpassungen sollten ausschließlich über JTL Wavi gebucht werden. Wir schließen die Webshop-Einstellungen. Wir möchten jetzt unsere ersten Kategorien und Artikel zum Shop hochladen. Dafür öffnen wir die Kategoriedetails und aktivieren die ausgewählte Kategorie für den Online-Shop.
JTL Wavi fragt uns, welche Artikelbilder in den Shop übernommen werden sollen. Hier könnten wir zum Beispiel gezielt Bilder, die wir für eBay verwenden, auch für den Shop benutzen. Wir lassen alle Ausgabewege ausgewählt, also möchten alle Bilder übernehmen und bestätigen mit OK. Dann speichern wir die Änderungen der Kategorie. Dann wiederholen wir den Vorgang für eine zweite Kategorie. Da es sich bei beiden Kategorien um Hauptkategorien handelt, werden auch alle Unterkategorien inklusive der Artikel online geschaltet. Anhand der grünen Färbung sehen wir, dass die Artikel für den Webshop aktiv geschaltet worden sind. Jetzt müssen wir sie nur noch hochladen. Dafür machen wir einen Webshop-Abgleich. Wir bestätigen den Abgleich mit einem Klick auf Starten. Der Abgleich kann je nach Anzahl der Artikel und Serverleistung ein paar Minuten dauern. Nach dem Abgleich erhalten wir eine Übersicht, welche Daten übertragen worden sind. Wenn wir jetzt in den Shop zurückwechseln, müssen wir zunächst im Admin-Bereich in das Modul für die horizontale Navigationsleiste. Das Modul steuert, welche Kategorien in der horizontalen Navigationsleiste angezeigt werden. Hier aktivieren wir die zwei Hauptkategorien, die wir eben mit JTL Wavi hochgeladen haben, damit sie im Frontend angezeigt werden. Jetzt werden unsere aktivierten Kategorien inklusive aller Unterkategorien und Artikel im Shop angeboten. Dies war ein Videotutorial zur Einrichtung eines JTL-Konnektors für den PrestaShop und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.